Der Berliner und die Berlinerin, alle Besucher hören Klangaufnahmen historischer Art, die bis in die Gegenwart führen, in den jeweiligen historischen Formaten. Beginnend mit der Edison-Erfindung einer Wachswalze, die auf uns sehr spröde und natürlich sehr, sehr rau klingt und nichts zu tun hat mit dem typischen, ja fast schon immersiven Hörerlebnis heutiger digitaler Technologien. Ja, da besteht ein großer Unterschied. Also diese ganze Spannbreite ist dokumentiert. Wir zeigen repräsentative Beispiele oder bringen zu Gehör repräsentative Beispiele aus den Sammlungen, übrigens auch arabischer Musik, wie sie in der Ammar Foundation hier repräsentiert wird, die als ein auch aktuell aktives Archiv hier vertreten ist. Das heißt, Sprachen, Tieraufnahmen, Sprachen aus aller Welt, Musikaufnahmen aus aller Welt, kommerzielle Aufnahmen aus aller Welt werden hier zu hören sein. Es besteht die Möglichkeit, interaktiv auch selbst seine eigene Stimme oder seinen eigenen Gesang zu hören, rückgespielt in den verschiedenen Medienformaten. Sie können an einer Station also etwas hineinsprechen und es kommt quasi wie auf Wachszylinder zurückgespielt wieder zurück, wie in einem Edison-Phonographen. Wir möchten damit sensibilisieren dafür, dass diese technischen Formate immer auch kulturelle Vorgaben liefern in das, was jetzt guter Klang ist, was akzeptierter Klang ist oder was zensierter Klang ist oder ein Klang, der eigen oder fremd, als eigen oder fremd bewertet wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, die Ausstellung will ausloten, die kulturelle und die technische Tragweite der Klang- und der Lautthematik und die Relevanz für die Gegenwart und auch den Stellenwert dieser historischen Archive. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Sie möchte also sensibilisieren für die kulturellen und politischen Vorzeichen und die technischen Maßgaben, unter denen Klänge entstehen, die nie einfach so da sind. Sie wirken im Zeitalter der Playlist so, wie wenn sie einfach verfügbar sind, aber sie sprechen für komplexe soziale, ästhetische, kommerzielle Verabredungen im Hintergrund. Das wird manchmal deutlich, wenn es Streit um das Copyright gibt oder die Abbuchungsraten und so weiter. Wir sind in der Woche, in der Spotify an die Börse geht. Ich sehe hier eben aus diesen technischen Voraussetzungen von der Helmholtz-Ära und der Edison-Ära eine direkte Verbindung in die zur scheinbar Allverfügbarkeit von Musik und Medien. Dahinter stehen aber, wie gesagt, Interessen, Machtformen, auch wenn sie heute nicht mehr so deutlich werden. Und hier können diese historischen Archive sensibilisieren und bringen einen historischen Tiefenvektor mit, um zu verstehen, wie Klang überhaupt bearbeitet, verbreitet und klassifiziert wird. Denn die Archive transportieren auch Ordnungsvorstellungen über die Welt. Mich interessiert beispielsweise dieses irrsinnige Spannungsverhältnis zwischen den hochvolatilen Aufnahmen, die sehr kurz waren, die technisch immer, es war schwierig, das beste technisch herauszuholen. Ja? Und aus diesen Aufnahmen wurde in einem Übertragungsprozess jetzt ein Begriff des Klangs der Sprachen der Welt oder im Phonogrammarchiv der Musik der Welt, ja, und ihre Abstammungswege. Es wurde diese autoritäre, also wissenschaftliche, technische Kommission eingesetzt in der Staatsbibliothek und am anderen Ende haben wir aber 2 Minuten lange zerbrechliche Wachszylinderaufnahmen, etwas länger dauernde Schallplattenaufnahmen und daraus wurde jetzt eben eine Form von die Welt hören und analysieren und vergleichen hergestellt und konstruiert. So ein Spannungsverhältnis interessiert mich und auch ein zweiter Aspekt, die Klänge, die im Archiv gespeichert sind, schaffen eine sofortige affektive Bindung. Wir könnten jedes Klangbeispiel wählen. Es spricht jemand, den es gegeben hat. Es spricht ein Mensch, es spricht ein Mitmensch. Es singt und musiziert jemand. Das heißt, wir empfinden sofort und versuchen innerhalb von Millisekunden herauszufinden, kenne ich die Sprache? Ist mir die Musik vertraut? Habe ich so etwas schon mal gehört? Ja? Also das ist so, wie wenn jemand im Nebenraum steht und wiedererweckt wird. Ja? Also der große Traum der Historiker, die Geschichte zu verlebendigen. Und gleichzeitig fehlt so viel. Es ist gleichzeitig so fundamental fragmentarisch. Ja? Und solche Fragen nach der eigentümlichen Präsenz
die diese Stimmen im Lautarchiv und die Musikaufnahmen tragen, nach dieser eigentümlichen und ambivalenten Präsenz und auch die Frage nach der Abwesenheit dessen, was im Archiv nicht dokumentiert wurde, das sind Zusammenhänge, die mich beschäftigen und die man im Kontext der Anthropologie, der Kultur- und der Medienwissenschaft diskutieren kann. So kann man das vielleicht andeuten.